Die Community der Zukunft beginnt jetzt. Serie in 4 Videos. Kapitel 3: Vernetzte Einsamkeit, getrenntes Bewusstsein. Ich kann nicht abschätzen, wann du auf dieses Video stoßen wirst. Suchmaschinen und soziale Medien selektieren die Art der Beiträge vor, die sie dir anzeigen. Wir alle sind nicht nur in unseren individuellen Realitätstunneln, sondern auch in unseren eigenen Filterblasen und Echokammern gefangen. Und häufig sind es nicht die relevantesten oder komplexesten Themen, sondern die einfachsten, die den Weg zu dir finden. Je mehr Zeit du auf diesen Plattformen verbringst, desto erfolgreicher arbeitet der Algorithmus. Zumindest aus der Perspektive der Konzerne. Die Veröffentlichung dieser Videoreihe erfolgt im Frühling 2024, knapp 1,5 Jahre nach dem globalen Durchbruch von ChatGPT. Zum aktuellen Zeitpunkt sollten die Möglichkeiten von KI-Systemen ausreichend ins öffentliche Bewusstsein vorgedrungen sein, um eine Diskussion über eine Community der Zukunft überhaupt erst zu beginnen. Unsere Weltbevölkerung liegt bei über 8 Milliarden Menschen. Über 5 davon haben Zugang zum Internet. Etwa 500 Städte auf dem Planeten haben mehr als 1 Million Einwohner. Der Siegeszug der KI setzt sich in immer mehr Bereichen mit atemberaubender Geschwindigkeit weltweit fort. So kündigte YouTube noch Anfang 2023 Multilanguage Audio Support an, die Möglichkeit, Videos mit Tonspuren in mehreren Sprachen hochzuladen. Das hätte jedoch das Anfertigen solcher Tonspuren vorausgesetzt und somit einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Gegen Mitte desselben Jahres wurde bekannt, dass YouTube sein KI-gestütztes Dubbing-Feature testet, welches die Stimme des Creators klont, die Inhalte automatisch in über ein Dutzend Sprachen übersetzt und die jeweiligen Tonspuren mit den Lippenbewegungen im Video synchronisiert. Die Entstehung neuer Wertemuster, über daraus resultierende Einstellungsänderungen bis hin zu Verhaltensanpassungen ist ein langwieriger Prozess. Diese Phasen finden im Menschen nicht nur zeitlich versetzt statt. Sie spielen sich darüber hinaus auch noch zu einem Großteil unbewusst ab, was es noch anspruchsvoller macht, sich dem Thema zu nähern. Während ich die positiven Aspekte des Jahres betonte, habe ich bewusst die Schattenseiten ausgelassen. Es ist wichtig, nicht nur darauf zu achten, was in Texten steht, sondern auch darauf, was fehlt, und sich zu fragen, warum das so ist. Kognitive Dissonanz, ein manchmal subtil spürbares Unbehagen, entsteht, wenn bewertete mentale Ereignisse Konflikte verursachen. In diesem Fall kollidierte die schöne neue Welt, die ich skizzierte, möglicherweise mit deinen tief verwurzelten Überzeugungen, die bereits fest in dir verankert sind. So mag das Wort Sommer für dich und mich zunächst positive Assoziationen wecken. Dennoch wissen wir beide, dass der Juli 2023 global gesehen der heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen war. Die reine technische Machbarkeit, etwa einer zukünftigen Community, garantiert noch nicht ihre tatsächliche Umsetzung. Von 8 Milliarden Menschen haben zwar 5 Milliarden Zugang zum Internet, doch 3 Milliarden bleiben bisher davon ausgeschlossen. Ein erheblicher Teil der Menschheit wird, sofern er überhaupt online gehen kann, nur eine zensierte Version des Internets vorfinden. Die Zunahme der Vernetzungsdichte im virtuellen wie auch im physischen, urbanen Raum hat unsere Einsamkeit nicht reduziert. Tatsächlich nimmt sie weltweit zu. Was YouTube anbelangt, die großen Neuerungen werden zunächst an die erfolgreichsten Influencer ausgerollt. Es könnte Jahre dauern, bis sie allen YouTube-Creatern zur Verfügung stehen, falls sie überhaupt jemals umgesetzt werden. Im schlechtesten Fall könnte dies nicht nur zu einer Reduktion der ohnehin schon geringen Diversität an Beiträgen führen, sondern auch das Auffinden gehaltvoller Inhalte neuer YouTube-Creator zusätzlich erschweren. Insgesamt erscheinen mir Zweifel durchaus angebracht, ob es tatsächlich das Leben der ärmsten Individuen des Planeten bereichert, wenn sie in Zukunft die Videos über Spezifikation von Luxusjachten, Villen und Traumautos nun auch in ihrer Muttersprache abrufen können. Und wenn wir schon dabei sind. Während wir uns weniger darüber sorgen sollten, dass KIs uns vermeintlich die Arbeitsplätze wegnehmen, stehen wir einem viel gewaltigeren Problem gegenüber. Einem veralteten Urheberrechtssystem, welches KI und Wissenschaftler daran hindert, weltweit Zugriff auf wissenschaftliche Papers zu nehmen, um zum Wohl der Menschheit beizutragen. Solange wir keine neuen Wege finden, Künstler, Wissenschaftler, Designer und Ingenieure angemessen zu entlohnen, bleibt die Vision eines semantischen, globalen Netzes reine Fiktion. Um noch einmal auf die kognitive Dissonanz zurückzukommen, sie könnte ein nutzbringendes Warnsignal sein. Der Schmerz, den du empfindest, wenn du eine heiße Herdplatte berührst, ist unangenehm, hilft dir jedoch, die Hand wegzuziehen, um dich vor größerem Schaden zu bewahren. Es wäre also eher beunruhigend, bliebe eine solche Warnung aus. Die spannende Frage lautet, bist du stark genug, die innere Spannung auszuhalten? Kultur entsteht durch einen iterativen Prozess und baut folglich auf unserer Geschichte auf. Da die Psychologie erst vor etwa 150 Jahren als universitäre Disziplin eingeführt wurde, während unsere Kulturen schon vor Jahrtausenden entstanden, sollte es uns nicht überraschen, dass diese Kulturen gelegentlich mit der menschlichen Natur in Konflikt geraten. Neue Erkenntnisse werden zwar mit der Zeit in die Kultur integriert,
Doch dieser Prozess kann Jahre, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, in manchen Fällen sogar Jahrtausende in Anspruch nehmen. Daher leben wir heute alle weit hinter unseren Möglichkeiten. In meinen Augen wäre es definitiv besser, die Außenwelt der eigenen Natur anzupassen, als unbewusst Werte, Vorstellungen, Einstellungen und Verhaltensweisen zu verwerfen, nur um das wohlige, aber in diesem Fall trügerische Gefühl der Konsistenz zurückzugewinnen. Schließlich bestünde der Grund für das Verdrängen im zweiten Fall weiterhin. Ein irreversibel entzündeter oder bereits abgestorbener Zahn verursacht Schmerzen. Bleibt die Wurzelkanalbehandlung aus, kann es zu einer Blutvergiftung und damit zum Tod kommen. Möchtest du lieber Symptome mit ständiger Schmerzmitteleinnahme behandeln oder nimmst du die Strapazen einer Wurzelkanalbehandlung auf dich? Überlege es dir gut. Nicht alle fragwürdigen Entscheidungen müssten drastisch enden. Es gibt viele Menschen, die bereit sind, ihre eigenen Erinnerungen beiseite zu schieben, um einen Verlust aus der Vergangenheit weniger zu fühlen. Und manchmal scheint es, als würden sie besser damit fahren als die Menschen, die sich diesem Handeln verweigern. Ich wäre dennoch nicht bereit, Teile meines Lebens zu ignorieren und so zu tun, als hätte ich Alzheimer, nur um mich vermeintlich wohler zu fühlen. Es würde nicht den Menschen gerecht werden, die mich in der Vergangenheit begleitet haben. Es würde nicht der Kostbarkeit des Lebens selbst gerecht werden. Aber vor allem würde es auch nicht mir und den Menschen meiner Gegenwart und Zukunft gerecht werden. Entscheidungen basieren auf unseren Erfahrungen. Wenn wir keinen Zugriff auf einen Teil unserer Erfahrung haben, können wir diesen Teil auch nicht berücksichtigen. Deine Wahl. Kapitel 4. Die düstere Gegenwart und ein Schimmer am Horizont. Die Tatsache, dass unsere Welt immer vernetzter wird, wird von vielen als negativ empfunden. Ich jedoch betrachte das als einzigartige Chance. Systemtheoretisch betrachtet führt Diversität zu Widersprüchen und somit zu Instabilitäten. Instabilität und hohe Rückkopplungseffekte, die bei großer Vernetzungsdichte nun einmal auftreten, sind extrem hilfreich für Kreativität oder anders formuliert, dem Hervorbringen neuer Kulturmuster, die, wenn wir es richtig anstellen, besser zur menschlichen Natur passen. In der Vergangenheit waren uns fremde Kulturen oft fern. Kultureller Austausch beschränkte sich meist auf geografisch nahe beieinander liegende Länder. Wenn Veränderungen zu weiter entfernten Gebieten vordrangen, dauerte dies meist erheblich länger. Mit dem Aufkommen des Internets wurde Entfernung irrelevant. Das blieb auch so, bis Regierungen, Nachrichtendienste und Konzerne künstlich eingriffen. Beispiele hierfür sind die Great Firewall of China, Online-Verlage mit ihren Paywalls, Streaming-Dienste mit Geoblocking sowie soziale Netzwerke, die ihre Inhalte für externe Suchmaschinen und nicht angemeldete Nutzer blockieren. Die Herausforderung bei komplexen Anschauungen besteht darin, dass sie mit zunehmender Komplexität schwerer zu verstehen und zu vermitteln sind. Ist unsere Weltsicht im Vergleich zu den Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu simpel, verlieren wir die Fähigkeit, Lösungen zu finden. Komplizierte Systeme wie Flugzeuge oder Kernreaktoren lassen sich gedanklich in ihre Einzelteile zerlegen, um ihre Gesamtfunktion zu begreifen. Versuchst du jedoch, dies mit komplexen Systemen wie Menschen, den Mustern in sozialen Netzwerken, Kulturen allgemein, Ökosystemen oder dem Wetter zu tun, gefährdest du die Anwendbarkeit deines Modells in der Realität. In den 11 Monaten, in denen ich zusammen mit ChatGPT an diesem Skript gearbeitet habe, das du nun entweder als Voice-Over in diesem Video in Englisch oder in Deutsch hörst oder auf meiner Webseite liest, bestand meine persönliche Herausforderung darin, nicht nur meine Lösung für das Problem, das ich sehe, mit dir zu teilen, sondern auch Resonanz in dir auszulösen. Darüber hinaus ermöglichte mir die Arbeit an diesem Skript im Kontext der heutigen Zeit, neue intuitive Einsichten zu gewinnen. Intuition kann als die Fähigkeit des Gehirns beschrieben werden, Muster in Komplexität zu erkennen, die über die aktuellen Grenzen unseres Verstandes hinausgehen. Von Anfang an war dieses Video darauf ausgelegt, sowohl mich bei der Erstellung als auch dich beim Konsum zu überfordern. Kein Abschnitt verkörpert diese Intention mehr als der nachfolgende. Bleib dran! Mach dir klar, dass du dieses Video längst gestoppt hättest, wenn nicht zumindest ein Teil dessen, was ich sagte, in dir Resonanz gefunden hätte. Zudem kann die Erkenntnis von Mustern und das Meistern komplexer Herausforderungen zu orgasmischen Zuständen führen. Die Lösung liegt nahe. Doch zunächst müssen wir uns etwas detaillierter mit dem Status quo auseinandersetzen. Mit der explosionsartigen Zunahme der Beteiligung am Web 2.0 in den letzten Jahren hat sich auch die Menge an veröffentlichten Inhalten drastisch vervielfacht. Obwohl dies theoretisch eine Bereicherung darstellt, bedeutet es in der Praxis oft das Gegenteil. Wertvolle und bedeutungsvolle Inhalte werden immer häufiger von einer Flut an trivialen und weniger relevanten Beiträgen überdeckt. Die Herausforderung liegt nicht mehr nur darin, Informationen zu finden, sondern vor allem darin, die wenigen Perlen im Ozean der Belanglosigkeit zu entdecken. Die Menschen, die uns wertvolle Ansprechpartner sein könnten, werden in der virtuellen Welt von der Datenflut verschluckt, wie es Häuserschluchten in Großstädten in unserer physischen Umgebung tun. Im besten Fall können wir von einer Anhöhe oder einem Plateau die erleuchteten Fenster der Großstadt sehen.
Aber die Menschen hinter der Fassade können wir nur erahnen. Und selbst wenn wir durch die virtuellen oder physischen Straßen liefen, würden wir einander erkennen? Der Kortex des Menschen ist so leistungsstark, dass wir Beziehungen mit 150 bis 250 Personen leben können. Aktuelle Studien zeichnen jedoch ein weitaus düsteres Bild. 3/4 aller Amerikaner sind mit ihrem Freundeskreis unzufrieden. In Großbritannien wurde Einsamkeit sogar zur Pandemie erklärt. Das dauerhafte Empfinden von Einsamkeit ist dabei in etwa so schädlich wie das Rauchen von 13 Zigaretten pro Tag. Zwischen 20 und 30 Jahren haben wir im Durchschnitt die meisten Bekanntschaften, etwa 25 Personen. Ab 30 Jahren verlieren wir jedoch alle 5 Jahre einen Freund. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es üblich, 5 enge Freunde zu haben. Heute sind es durchschnittlich nur noch 2, obwohl sich die Mehrheit aller Menschen nachweislich nach tieferen Beziehungen sehnt. Wir haben es geschafft, unser Leben stetig effizienter zu gestalten. Doch ich befürchte, auf diesem Weg haben wir nicht nur unsere jugendliche Entdeckerfreude verloren, sondern auch das Bewusstsein für Schönheit, ganz gleich ob in der Architektur, der Literatur oder in einem flexiblen Verstand. Es ist beeindruckend, dass wir vor einem halben Jahrhundert den weltweiten Flugverkehr etabliert haben, aber 90% der Menschen sind inzwischen so effizient, dass sie sich im Durchschnitt nur noch 10 Kilometer am Tag bewegen. Wozu also brauchen wir Netzwerke, die uns immer die gleichen Menschen zeigen oder Algorithmen, die auf solch fundierten Kriterien basieren wie finde ich gut, finde ich nicht gut? Ich hatte mir die Erkundung der Welt stets glorreicher vorgestellt, mit echten Expeditionen auf Kontinente oder durch Weltmeere. Selbstverständlich könnten wir all unseren Antrieb, unsere Hoffnung und das Wissen um die drängenden Probleme unserer Zeit beiseite legen. Wir könnten unseren Wunsch nach tieferem Sinn, intensiveren Beziehungen und geistigem Wachstum aufgeben und uns der Orientierungslosigkeit hingeben. Wir könnten uns weiter im Konsum verlieren und das Leben einfach so weiterlaufen lassen wie bisher. Doch wir alle wissen, was mit der Titanic passiert ist, oder nicht? Für mich ist ein solches Leben inakzeptabel.